Willkommen zurück zu Snap. Heute freue ich mich drauf, dich für Animation zu begeistern. Lass uns einen Augenblick über Animation nachdenken. In der Bewegungskategorie haben wir den Block Gehe 10 Schritte. Zunächst mal nehme ich das Objekt wieder und richte es an dem unteren Ende der Bühne aus, so dass es nach oben zeigt. Wenn ich jetzt 60 Schritte gehe und dann wieder 60 Schritte zurückgehe, wie wir das gerade eben in der letzten Übung gemacht haben, müsste ich wieder am gleichen Ort rauskommen. Probieren wir es aus. Ich gehe 60 Schritte nach oben und dann gehen wir wieder 60 Schritte zurück, indem wir minus 60 Schritte gehen und wir kommen wieder am Ausgangspunkt aus. Soweit so einfach. Was passiert, wenn wir diese beiden Blöcke zusammensetzen zu einem einzigen Programm? Pass mal auf, was mit diesem Objekt passiert, wenn ich jetzt drauf drücke. Hast du es gesehen? Nicht? Ich drücke nochmal drauf. Wieder noch nicht gesehen. Es war so schnell, dass man es nicht sehen kann. Programme sehr schnell ausführen zu lassen, ist prima, wenn wir sowas wie Fraktale malen oder Vielecke. Für Animation wollen wir aber sehen, wie sich etwas bewegt, sodass wir dem mit dem Auge folgen können. Das nennt sich Animation. Wie können wir das hinbekommen? Wenn wir hier zum Beispiel statt 60 Schritte 6 Schritte gehen und das aber 10-mal wiederholen, nehmen diese Schleife raus, pass mal auf, was dann passiert. Jetzt siehst du, wie das Objekt langsam sich nach vorne bewegt. Wenn ich dann auf G minus 60 Schritte drücke, geht es wieder auf einmal zurück. Wenn wir die beiden Blöcke jetzt miteinander verbinden, haben wir ein Programm, was langsam nach vorne geht und schnell wieder zurück. Probieren wir es aus. Hast du es gesehen? Langsam nach vorne, schnell zurück. Die Idee von Animation ist also, viele kleine Schritte nacheinander zu machen, so dass es sich für uns wie eine Bewegung anfühlt. In der Bewegungskategorie gibt es schon einen Block, der sowas so ähnlich macht. Das ist der Gleite-Block. Gleite in einer Sekunde zur Mitte. Wenn ich hier drauf drücke, gleitet das Objekt in einer Sekunde zur Mitte. Das braucht man ziemlich oft. Noch öfter allerdings braucht man es, dass man über eine bestimmte Zeit eine bestimmte Strecke gleitet, nicht zu einer bestimmten Position. Und für so etwas haben wir in Snap eine Bibliothek von Blöcken, Zusatzblöcke. Diese Zusatzblöcke finden wir da, wo du auch schon bisher immer die Tools geladen hast, um die Vielecke zu zeichnen. Unter Module öffnet sich ein Fenster, bei dem wir verschiedene Zusatzmodule von Blöcken laden können. Und hier findet sich auch eines, das heißt Animation. Wenn du da drauf drückst, kriegst du eine kleine Vorschau von den Blöcken, die da drin sind. Und wenn wir jetzt auf Import drücken, kriegen wir diese neuen Blöcke. Jetzt habe ich hier einen neuen Gleiteblock. Wenn ich diesen Block rausnehme und sage, gleite 60 Schritte in einer Sekunde, linear beschleunigt, macht er das gleiche wie mein Wiederhole 10-mal gleite 6 Schritte. Ich kann also dieses Skript gegen dieses austauschen. Du erinnerst dich, das nennt man Refaktorieren. Wenn ich jetzt diese beiden aneinander setze, habe ich das gleiche wie vorher, nur etwas einfacher. Ich drücke drauf, es geht langsam nach vorne und schnell wieder zurück. Das Interessante hier passiert in diesem dritten Input. Da ist ein Menü drin. Standardmäßig steht da drin, dass die Bewegung linear vollzogen werden soll. Interessant wird es aber, wenn wir solche Dinge wie eine Explosion machen,
wenn eine Beschleunigung da ist oder ein Abbremsen. Hier können wir also auswählen zwischen verschiedenen Funktionen, wie etwas beschleunigt werden soll. Ich nehme mal die quadratische Entschleunigung. Das heißt, es soll langsamer werden. Schauen wir uns das mal an. Es fängt schnell an, wird langsamer und geht dann ganz schnell wieder zurück. Es ist interessant, hier mal mit so ein paar Optionen rumzuspielen. Probier das einfach mal aus. Da hast du ein paar dabei, die werden dich wahrscheinlich überraschen und ein paar, mit denen du viel Spaß haben willst. Jetzt aber möchte ich dir zeigen, wie wir daraus ein Feuerwerk basteln können. Für ein Feuerwerk machen wir einen neuen Block und der heißt Explodiere. Und wir brauchen eine Eingabe und die Eingabe ist wieder die Ebene. Ne? Da schreibe ich wieder zweimal und aus dem zweiten mache ich eine Eingabe, Ebene. Ich drücke auf OK. Diese Eingabe ist hier wieder eine Variable. Wenn ich auf Anwenden drücke, ist es außen wieder ein Schlitz, ein Eingabefeld, in das ich was reinschreiben kann. Wie funktioniert jetzt dieser Explodiere-Block? Nun, zunächst mal soll geglitten werden. Ich ziehe einfach das Skript rein, in dem ich gerade gearbeitet habe. Er gleitet nach vorne, wird immer langsamer. Ja, und dann, wenn das Objekt da vorne ist, dann soll es explodieren. Wie funktioniert das? Nun, wie der Jatka schon gezeigt hat, haben wir in Snap verschiedene Variablen. Einer dieser Blöcke ist der Skriptvariablenblock. Eine Skriptvariable ist genauso eine Variable wie eine, die wir mit dem neuen Variable-Knopf machen, aber sie gilt nur in dem jeweiligen Skript. Diese Idee, dass eine Variable nur in einem bestimmten Bereich gilt, nennt man in der Informatik Scope. Eine Skriptvariable hat also die Scope von dem Skript, in dem sie verwandt wird. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich der Skriptvariablen einen Namen geben und ich möchte hier den Namen Zweige geben. Warum Zweige? Weil bei einer Explosion verschiedene Dinge abzweigen, verschiedene kleine Explosionen. Und das soll nicht immer das Gleiche sein, sondern das soll zufällig sein. Eine Explosion ist ja was ein bisschen schwer vorhersehbar ist. Also setze ich hier die Variable Zweige auf eine Zufallszahl und ich nehme mal die Zufallszahl zwischen 2 und 5. 2 und 5 Zweige sollen davon abgehen. Tja, und ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen wie so ein Baum. Ne? Es soll sich was drehen und es soll davon was abzweigen. Und das hast du schon ein paar Mal gemacht in dem Vieleckprojekt, dass man sich dreht, immer ein kleines Stück und dann wieder etwas malt. Und genauso machen wir das hier auch wieder. Das heißt, hier wiederholen wir, wie oft wiederholen wir das? Nämlich den vollen Kreis geteilt durch die Anzahl der Zweige. Wiederholen die Zweige, drehen uns um den vollen Kreis, das sind 360 Grad, durch die Anzahl der Zweige. Und an jedem dieser Drehungen passiert was? Na, eine weitere Explosion. Wir holen diesen Explosionsblock und schon haben wir wieder eine Rekursion hier drin. Und diese Explosion soll die nächsttiefere Ebene sein. Das heißt auch hier wieder, wie bei dem Countdown-Beispiel und wie bei dem Baumbeispiel, wird die Ebene jeweils um eine verringert. Und jetzt erinnerst du dich, als ich den Baum gemalt habe, habe ich diesen einen Block vergessen
Und dann hat das nie aufgehört. Und diesen gleichen Block, diese gleiche Idee brauchen wir hier bei der Explosion, weil sonst geht das immer und immer weiter. Das nennt man den Basisfall. Und das war dieser Block, der heißt, falls etwas passiert. Dieser Falls-Block, der soll das nur dann machen, wenn die Ebene noch nicht angekommen ist bei der letzten Ebene. Und die letzte Ebene ist 1. Also nur, wenn das größer ist als 1, soll diese Explosion stattfinden. Jetzt können wir das hier drumherum machen. Und jetzt haben wir das Grundgerüst unserer Explosion. Wollen wir das schon mal ausprobieren? Probieren wir schon mal aus. Ich gehe auf Anwenden und sage, ich will eine Explosion machen mit der Ebene 1. Bei Ebene 1 passiert nicht viel, der geht nach vorne und wieder zurück. Das haben wir erwartet. Machen wir Ebene 2. Das sieht ja schon ganz gut aus, aber das sieht eher so aus, als würde das Objekt hier einen Baum malen. Das heißt, es geht jedes Mal in die Richtung und wieder zurück. Nun sollen aber verschiedene Zweige gleichzeitig rausgehen und nicht der Reihe nach. Wie machen wir das? Hier kommt dieses andere Prinzip ins Spiel, dass wir aus einem Objekt mehrere Objekte machen, und das ist, Objekte zu klonen. Was ich also hier möchte, ist einen Klon machen von dem Objekt. In der Steuerungskategorie hier unten haben wir die Klonblöcke. Was ich möchte, ist einen neuen Klon nehmen, und das soll ein sogenannter Berichtsblock sein, ein Reporterblock, eine Funktion, weil dieses Objekt soll dem Klon etwas sagen, es soll es steuern. Das ist der Lasse-Block. Ich lasse also einen neuen Klon von mir explodieren. Probieren wir das mal aus. Ich wende an. Schauen wir mal, ob es jetzt Klone gibt. Aha. In der Tat haben wir jetzt die Klone, aber zwei Dinge sind passiert. Es passiert immer noch nicht gleichzeitig und die Klone gehen nicht mehr weg, die sind immer noch da. Es gibt mehrere Arten, wie wir Klone wieder loswerden. Die einfachste ist, wir drücken einfach das Stoppzeichen von Hand. Dann gehen sie wieder weg. Da sind sie weg. Wir können das aber auch in einem Programm tun mit dem Block Entferne diesen Klon. Das heißt, am Ende, wenn wir wieder zurück sind, soll jeder Klon wieder weggehen. Wenn wir das nochmal probieren, müssten die Klone jetzt wieder weggehen. Probieren wir es aus. Er macht Klone, sie gehen aber wieder weg. Sie passieren immer noch nicht gleichzeitig. Wie kriegen wir das hin, dass Dinge gleichzeitig passieren? Du erinnerst dich vielleicht, der Begriff dafür heißt Parallelismus. Und Parallelismus haben wir so gemacht, dass wir auf einen Hutblock ein Skript angesetzt haben und alle Skripte, die mit dem gleichen Hutblock versehen wurden, laufen gleichzeitig. Das ist ein Weg, wie man Parallelitäten modelliert. Die andere Möglichkeit ist, dass wir ein Skript starten. Und auch dafür haben wir einen Block. Der Block Starte mit dem Ring führt ein Skript in einem separaten Prozess aus. Was wir hier machen können ist, wir lassen den neuen Klon etwas starten. Es soll explodieren, aber nicht warten, bis er damit fertig ist, sondern gleich weitermachen. Probieren wir das mal aus. Na, das sieht schon eher aus wie eine Explosion. Probieren wir es mal mit einem größeren Level aus. Jetzt brauchen wir 2 Explosionen.
Und da haben wir 2 Explosionen. Das Grundgerüst funktioniert also. Wie können wir das jetzt noch ein bisschen interessanter machen? Nun, wir können es interessanter machen, indem wir noch mehr Zufall mit reinbringen. Hier haben wir schon eine Zufallszahl drin, nämlich die Anzahl der Unterexplosionen, der Zweige bestimmt. Und wir können das aber noch ein bisschen interessanter gestalten, indem wir zum Beispiel sagen, die Zeit, dass sie nicht alle gleichzeitig explodieren, die Zeit, die jede Scherbe braucht, um sich zu bewegen, dass die leicht anders sein soll. Das heißt, wir können hier sagen, dass das nicht alles innerhalb von einer Sekunde passiert, sondern, sagen wir mal, zwischen 0,3 und einer Sekunde. Das ist eine Idee. Was wir dann noch machen können, ist, dass wir sagen, wir können diese Explosionen verschieden groß machen. Das heißt, wir können die Größe hier noch verändern, indem wir jedes Mal, wenn ein Block explodiert, setzen wir die Größe auf eine Zufallszahl. Und da können wir auch mit verschiedenen Zahlen experimentieren, zwischen, sagen wir mal, 30 und 80% seiner Größe. Probieren wir das mal aus. Das sieht schon interessanter aus. Machen wir da mal Ebene 5. Fängt schon so an, wie ein Feuerwerk auszusehen. Das Skript, das Programm funktioniert also. Wenn ich an ein Feuerwerk denke, dann denke ich an Knaller, an Raketen, an Lärm. Was aber wäre, wenn wir stattdessen an eine Explosion der Freude denken oder Zuneigung oder Enthusiasmus? Eins meiner Lieblingsfeatures von Snap ist, dass ich jedem Objekt ein eigenes Kostüm malen kann. Und was ich gern male, ist ein Herzchen. Was, wenn ich ein Herz male und es ausfülle und ich das Herz explodieren lassen möchte? Nun, das liegt ja auf der Seite. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass wenn das auf der Seite liegt, oder sich rumdreht, dass das von diesen 3 Knöpfen hier gesteuert wird. Und in diesem Fall möchte ich gar nicht, dass das Herz sich dreht. Ich will, dass es sich überhaupt nicht dreht. Also wähle ich den untersten Knopf aus, dass es nicht drehbar ist. Und jetzt könnte ich hingehen, könnte das machen, dass immer, wenn ich die grüne Flagge klicke, dass es dann explodiert. Und auch hier kann ich noch eine Zufallszahl reinnehmen und kann sagen, das ist eine Zufallszahl zwischen, ich sage jetzt mal 3 und 6. Und das versuche ich jetzt mal im Fullscreen-Modus. Probieren wir es mal aus. Ha! Eine Explosion der Liebe. Ich hoffe, du hast damit ebenso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich schon auf die Aufgabe, die ich dir gestellt habe. Und bin schon ganz gespannt auf deine Lösung.